Das ist Operation SIM-Kartell. Beamte stürmen am 10. Oktober 2025 ein unscheinbares Bürogebäude in Lettland. Ihr Ziel sind keine Drogenbosse, sondern das Amazon für Betrüger. Massen an SIM-Karten, ein Serverraum und 49 Millionen Online-Konten sind das, was sie vorfinden. Doch bevor wir uns das größte Cybercrime-as-a-Service-Netzwerk ansehen, frage ich dich, hast du diesen Kanal schon abonniert? Und wenn nicht, solltest du dies unbedingt jetzt tun. Lass mir auch ein Like da und schreib einen Kommentar, wenn du Bock hast. Das würde meinen Kanal sehr unterstützen. Vielen Dank dafür. Und jetzt gehen wir rein. Doch worum geht es genau? Ein großes Netzwerk, das Betrug möglich machte, wurde nun zerschlagen. In der Zusammenarbeit von Europol und Eurojust. Involviert waren Österreich, Estland, Finnland und Lettland. Dabei ging es nicht nur um ein paar Phishing-Mails, es geht um Menschenschmuggel, organisierten Investitionsbetrug und auch um die klassischen Scam-Telefonanrufe wie „Mama, mein Handy ist kaputt" oder den typischen Enkeltrick. Was die Beamten da hochgenommen haben, war kein normaler Scam. Das war Crime as a Service. Stell dir vor, du möchtest ein Verbrechen begehen, aber auch anonym bleiben. Du gehst einfach auf die Seite GoGetSMS oder APISIM.com und kaufst dir einfach eine Telefonnummer. Nicht nur irgendeine. Du konntest wählen, Nummern aus über 80 Ländern. Und mit diesen Nummern erstellst du Fake-Accounts auf Social Media, auf Kommunikationsplattformen, überall. Die Betrüger völlig anonym. Die Spur führte nur zu diesem Service in Lettland. Ein Happy Place für Kriminelle. Europol nennt das Operation SIM-Kartell und die Ergebnisse dieses einen Einsatztages sind verrückt. Sie haben 26 Durchsuchungen durchgeführt, 5 Hauptverdächtige verhaftet, sie haben 5 Server vom Netz genommen und jetzt kommt's, sie haben 1200 SIM-Boxen beschlagnahmt. Und was sind SIM-Boxen? Das sind Geräte, die tausende von SIM-Karten gleichzeitig betreiben können. In diesen Boxen steckten 40.000 aktive SIM-Karten und in Lagerhallen fanden sie hunderttausende weitere. Dazu fanden sie außerdem eine Dreiviertelmillion Euro, Krypto und natürlich 4 Luxuskarossen. Irgendwo muss das Geld ja hin. Aber das ist erst der Anfang. Das ist nur die Hardware. Die Ermittler fangen gerade erst an, die Daten auszuwerten. Aber eine Zahl haben sie schon. Über diesen Service wurden 49 Millionen gefälschte Online-Konten erstellt. 49 Millionen. Damit wurden tausende Menschen abgezockt. Allein in Österreich liegt der Schaden bei 4,5 Millionen Euro. In Lettland bei fast einer halben Million. Der Gesamtschaden geht in die zig Millionen Euro. Es geht hier nicht um den klassischen „Oh, du hast Millionen an Euro geerbt" Spam, sondern das Ganze war hochprofessionell. Die Betrüger nutzten die SIM-Karten, um sogenanntes Smishing zu betreiben, also Phishing per SMS. Diese Scam-SMS hast du ja vielleicht auch schon mal bekommen. Schreib's mal in die Kommentare, falls du damit schon mal zu tun hattest, würde mich interessieren. Also Phishing per SMS, um mit Links zu gefälschten Bankwebsites Zugang zu deinen Bankdaten zu bekommen. Gefälschte Second-Hand-Marketplaces, Fake-Shops oder der klassische Tochter-Sohn-Betrug. Und genau diese Art von Nachrichten wurden über die SIM-Farm verschickt. Die Täter riefen die Opfer an, machten tierische Panik und erpressten Tausende von Euro. Doch am dreisten, das war die Masche mit den Fake-Polizisten. Die Täter riefen auf russischsprachige Opfer an, gaben sich mit gefälschten Ausweisen als Polizisten aus und haben das Geld persönlich abgeholt. Das ist nicht mehr Cyber, das ist knallharte, organisierte Kriminalität gewesen. Und wer steckt dahinter? Eines ist klar, es waren keine Script-Kiddies aus dem Keller. Das Ganze war professionell aufgezogen. Die Websites sahen legitim aus. Es brauchte ein riesiges Netzwerk, um an SIM-Karten aus 80 Ländern zu kommen. Und jetzt kommt der Twist. Einer der Hauptverdächtigen war den Behörden in Estland bereits bekannt. Nicht wegen Phishing, sondern wegen Brandstiftung und Erpressung. Das ist das nächste Level von Verbrechen. Dieser Fall zeigt perfekt, wie Kriminalität heutzutage funktioniert. Die Kriminalität ist global, sie ist digital und sie ist as a Service, wie ein modernes Tech-Unternehmen, zugänglich wie nie zuvor. Österreich, Estland, Finnland und Lettland mussten zusammenarbeiten, um mit Europol und durch Eurojust koordiniert diesen Ring zerschlagen zu können. Diese gesamte Aktion kann man folgendermaßen bewerten. Sie haben nicht nur die Betrüger an sich festgenommen, sondern auch die gesamte Infrastruktur zerschlagen. Und das wirkt quasi wie das Wegnehmen des Werkzeugs für mögliche andere potenzielle Täter. Und gerade beim Cybercrime dient ja dieses Werkzeug als Multiplikator. Deswegen ist es wichtiger als alles andere,
dies auch komplett zu entfernen. 49 Millionen Fake-Accounts, das ist eine Ansage. Aber was denkt ihr denn? War das nun die Spitze des Eisbergs oder ein harter Schlag gegen die gesamte Szene? Und mal ganz ehrlich, diese Fake-Nachrichten und Fake-Anrufe, wer von euch hat sie auch schon mal bekommen? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr mehr über die dunklen Ecken des aktuellen Zeitgeschehens erfahren wollt, ja, lasst doch mal ein Abo hier und ein Like und schreibt einen Kommentar und aktiviert die Glocke und ich hoffe, wir sehen uns zusammen im nächsten Rabbit Hole. Haut rein, ciao.